Hallo, guten Abend. Nur ein ganz kurzer Livestream. Ich habe eben eine Information bekommen, die würde ich gerne rausschicken. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Ich bin gerade in Skandinavien, in Norwegen. Ich lese euch das jetzt ganz schnell vor. Wie gesagt, keine Garantie, ob das stimmt. Ich habe es noch nicht bestätigt bekommen, aber ihr müsst es wissen und ich bitte euch, recherchiert das so schnell, wie es geht. Ich lese es euch jetzt vor. Es gibt nun endlich was Greifbares bezüglich der Korruption im weltweiten Corona-Skandal. Auf der italienischen Plattform Database Italia hat der investigative Journalist Nicola Bizzi folgende brisante Hintergründe im Zusammenhang mit der Corona-Krise veröffentlicht. Demnach sagte der Präsident von Weißrussland, Alexander Lukaschenko, letzten Monat auf einer Pressekonferenz, dass er von der WHO ein beträchtliches Barangebot, 92 Millionen Dollar, erhalten habe, um wie in Italien zu handeln und einen rigorosen Lockdown durchzusetzen. Das Angebot habe Lukaschenko, der sich von Anfang an weigerte, Notfallabriegelungs- oder sozial distanzierende Maßnahmen zu ergreifen, mit einem trockenen Nein ausgeschlagen. Daraufhin wurde das Angebot innerhalb weniger Wochen auf 900 Millionen Dollar verzehnfacht. Bitte recherchiert das. Database Italia, Journalist Nicola Bizzi. Ihr müsst es recherchieren. Ich habe es noch nicht bestätigt bekommen. Ich lese euch weiter vor. Diesmal allerdings vom IWF mit derselben Bitte, einen Lockdown nach italienischem Vorbild durchzusetzen. Bizzi schreibt weiter, dass er aus Geheimdienstquellen wisse, dass vielen anderen europäischen und nicht-europäischen Ländern ähnliche lukrative Angebote gemacht wurden. Und er wisse auch, dass viele Staats- und Regierungschefs, darunter auch der serbische Präsident Aleksandar Vučić, nicht einen Moment gezögert hätten, sie zu akzeptieren. Bizzi geht, da er die Mentalität italienischer Politiker nur zu gut kennt, davon aus, dass auch die Regierung um Giuseppe Conte ein entsprechendes Angebot bekam und diese annahm. Bitte recherchiert das. Italienische Plattform Database Italia, Investigativjournalist Nicola Bizzi. Ich lese weiter vor. Bizzi geht, da er die Mentalität, habe ich schon, dass die sich nicht anders verhalten kann, ist vielen von uns längst klar. Die Planstrategen machen sich die Staatsverschuldungen zunutze, um die Regierung mit saftigen Subventionen zum Mitspielen zu bewegen. Von 90 Millionen auf 900 Millionen Dollar erhöht. Überlegt euch das mal. Das würde bedeuten, warum jedes Land den Lockdown macht. Erklärt auch den Super-Lockdown mit den krassen Strafmaßnahmen in Australien seit ein paar Tagen. Und Lukaschenko spielt offenbar nicht mit und deckt den Schmotter auf. Frage: Wenn da jetzt der beweisbare Tatbestand einer weltweiten Bestechung vorliegt, kann die Gatesche Truppe dann endlich dingfest gemacht werden? Sollte bei diesem möglichen weltweiten Verbrechen auch Österreich betroffen sein? Natürlich gilt die Unschuldsvermutung, muss sofort gehandelt werden, beziehungsweise der Bundespräsident entsprechende Veranlassungen durchführen. Dies ist alles in Bezug auf Österreich genauestens zu überprüfen. Wenn diese Anschuldigungen der Wahrheit entsprechen, sind die darin involvierten Personen sofort in Haft zu nehmen und die WHO zu sperren, um weitere Straftaten zu verhindern. Ebenso ist eine mögliche Mitwirkung der ehemaligen IWF-Chefin Christine Lagarde zu untersuchen, da diese ja bereits eine Verurteilung in anderer Sache ihr eigen nennen darf. Also ich bitte euch, recherchiert das. Ich bin gerade in Skandinavien, geht da drauf. Und zwar italienische Plattform Database Italia, Investigativjournalist Nicola Bizzi. 900 Millionen Dollar wurde ihm geboten. Recherchiert es. Dann hätten wir die Lösung, warum die ganzen Länder, die ganzen Staatschefs da mitmachen. Dann würde mich mal interessieren, wie viel hunderte Millionen Euro Merkel geboten wurde. Ich hoffe, dass das stimmt. Wie gesagt, ich habe das bekommen. Ich habe es noch nicht bestätigt bekommen. Ich hoffe, dass dies wahr ist. Bitte recherchiert das heute Abend. Ich werde das auch jetzt gleich im Hotel recherchieren. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend aus Skandinavien. Hier ist alles leer. Hier ist nichts los. Die ganze Stadt ist leer. Einen schönen Abend euch allen. Ich melde mich morgen wieder
Und ich hoffe, dass es stimmt.